1952. Pablo Picasso legt 2 Brote vor sich auf den Tisch, als wären es seine eigenen Hände. Robert Doisneau drückt auf den Auslöser. Das Foto geht um die Welt, aber das Brot verschwindet aus den Köpfen. Frankreichs berühmtester Koch, Alain Ducasse, nennt es das vergessene Brot. Sein Name Main de Nice. Wir holen es zurück. Kleine Brotzeit. Die kleine Brotzeit. Wir sind in der Moulin Bourgeois, einer französischen Traditionsmühle in der Nähe von Paris. Die Moulin Bourgeois ist eine bekannte Adresse. Viele Pariser Bäcker beziehen ihr Mehl von hier. Und in der eigenen Akademie wird Bäckern beigebracht, wie man optimal mit den verschiedenen Mehlen backt. Mit einer kleinen Gruppe, eingeladen von Bongout, sind wir für ein paar Tage hier. Heute steht die Main de Nice auf dem Plan, die Hand von Nizza. Das Main de Nice ist ein sehr spezielles und originelles Landbrot. Es ist so besonders, weil Südfrankreich viele Spezialitäten rund um das Olivenöl zu bieten hat. Da gibt es das Pain Baloil, eine Olivenöl-Brioche, das Main de Nice. Durch die Nähe zu Italien gibt es hier auch Ciabatta. Man spürt also deutlich die italienischen Einflüsse. Das Besondere am Main de Nice ist, durch die Form einer Hand erhält man im Innern eine fluffige Textur und viel Feuchtigkeit. An den Rändern rund um die Finger hat man dagegen einen wirklich guten und knusprigen Teig. So entsteht ein starker Kontrast zwischen den Fingern und der Handfläche. Das macht dieses Brot so speziell. Seine Originalität verdankt es ganz einfach dieser außergewöhnlichen Form. Nizza gehörte bis 1860 zum Königreich Sardinien. Der italienische Einfluss in der Küche ist bis heute in den Rezepten spürbar. In dieser Ecke Frankreichs hat sich eine ganze Brotfamilie entwickelt, die unbedingt mit Olivenöl gebacken werden muss. Dazu gehören zum Beispiel Fougasse, Ciabatta und Focaccia. Die Main de Nice ist die verspielteste Variante. Eine gängige Erklärung besagt übrigens, dass die 4 Finger die 4 Hügel um Nizza symbolisieren. Ob das die ursprüngliche Bedeutung war oder eine nachträgliche Deutung, lässt sich nicht mehr sauber rekonstruieren. Zur Ikone geworden ist das Brot durch einen einzigen Moment. 1952 in Vallauris an der Côte d'Azur legte der Maler Pablo Picasso 2 Main de Nice vor sich auf den Tisch, als wären sie seine eigenen Hände. Der Fotograf Robert Doisneau drückte den Auslöser und so ging dieses Foto um die ganze Welt. Trotzdem ist die Main de Nice heute weitgehend unbekannt. Der weltbekannte französische Koch Alain Ducasse nennt sie in seinem großen Buch der mediterranen Küche wortwörtlich das Pain oublié, das vergessene Brot. Man sollte sich aber unbedingt an die Manina, wie das Brot auch genannt wird, erinnern. Sie hat eine feinporige, fast briocheartige, dichte Krume unter einer dünnen Kruste. Sie ist leicht süß, mit deutlichem Olivenölton. In Nizza isst man sie zum Apero, dem geselligen Beisammensein mit Getränken und Häppchen vor dem Abendessen. Oder ganz klassisch zum Frühstück. Bäcker Maxim verrät, woraus der Teig besteht und wie man ihn weiter verarbeitet. Für 1 Kilogramm traditionelles Mehl vom Typ T65 benötigt man 18 Gramm Salz, 10 Gramm Hefe, eine eher geringe Wassermenge von 550 Gramm und zusätzlich 80 Gramm Olivenöl. Das Olivenöl sorgt später für eine besonders weiche und geschmeidige Krume. Die Teigherstellung ähnelt der eines klassischen Baguette-Teigs.
Der Teig wird zunächst etwa 5 Minuten auf niedriger Stufe und anschließend weitere 5 Minuten auf zweiter Stufe geknetet, bis er sich vollständig von der Schüsselwand löst. Danach ruht der Teig für 1 Stunde bei Raumtemperatur von etwa 24 Grad. Nach einem einmaligen Falten kommt er für mindestens 12 Stunden bei 3 Grad in den Kühlschrank. Nach der Kühlphase wird der Teig entnommen und in Portionen von jeweils 300 Gramm geteilt. Diese werden wie bei einem traditionellen Baguette vorgeformt, indem man das Gas leicht ausdrückt und den Teig zweimal faltet. Nach weiteren 45 Minuten Ruhezeit bei Raumtemperatur wird der Teig schließlich mit einer Ausrollmaschine oder zu Hause mit dem Nudelholz auf eine Dicke von 2 mm ausgerollt. Zum Nachbacken findest du das Rezept übrigens in der Videobeschreibung. Maxime hat für uns schon einen Teig am Vortag vorbereitet. Den holen wir aus der Kälte. Hier in der Akademie benutzen wir kein Rollholz. Maxime nutzt die Maschine, um den Teig auf exakte 2 mm auszurollen. Das geschieht in mehreren Arbeitsschritten. Sobald der Teig die richtige Länge hat, hier waren das ungefähr 50 cm, beginnt das Formen der Hand. You can imagine as croissant shaping. Man kann es sich wie das Formen eines Croissants vorstellen. Dafür schneidet man den gegenüberliegenden Teil des Teigs ausreichend ein und formt ihn zu Beginn sehr kräftig, um gute und schöne Finger zu erhalten. Am wichtigsten ist schließlich eine sehr dünne Teigschicht, eine kräftige Form und Symmetrie. And a symmetric shape. So it's like a crescent. Okay. Okay, so you have to get a symmetric. Okay, and after you do some place here, some space, and put like this. Okay. Okay, and after. Okay. Schön. Okay. Okay. Die geformten Hände dürfen jetzt gehen, bei 24 Grad, bis sich ihr Volumen verdoppelt hat. Bei uns hat das etwa 1 Stunde gedauert. Maxime bestreut die Main de Nice vor dem Backen noch mit Meersalz. Dann geht es für ca. 18 Minuten in den Ofen bei 250 Grad mit ordentlich Schwaden. Und direkt nach dem Backen macht Maxime etwas, das die Main de Nice vervollständigt. Sofort nach dem Ausbacken bekommen die Brote einen Abstrich mit Olivenöl. Das ist die Signatur des Brots. Ohne Olivenöl keine Main de Nice. Julia und Alexandra haben das Gebäck direkt nach dem Backen ganz frisch verkostet. Eine große Köstlichkeit. Das ist die Main de Nice. Vor dieser Reise nach Paris hatte ich noch nie davon gehört. Jetzt gehört sie zu den Broten, die ich ganz bestimmt nicht mehr vergesse. Willst du sie nachbacken? Dann findest du das Rezept in der Videobeschreibung. Schenk dem Video ein Like und abonniere den Kanal. Vielen Dank schon mal dafür und viel Spaß beim Nachbacken.